Hi, mein Name ist Clara, ich bin 19 Jahre alt und kämpfe fürs Klima, weil die Klimakrise die größte soziale Krise ist, in die wir uns je befunden haben. Das sind die Schuhe, mit denen ich seit 2,5 Jahren auf Demonstrationen gehe. Sind hochhackig, weil ich das erste Mal, als ich zu einer Demonstration gegangen bin, gar keine anderen Winterschuhe hatte und die dort schon beim Rennen so abgelatscht habe, dass ich danach dachte, Gott, jetzt sind sie schon so kaputt, dann nehme ich die für die nächsten Demos. Und für mich tragen diese Schuhe total viel Geschichte in sich, weil da 2,5 Jahre Politisierung meinerseits drinstecken. Was manche Menschen nicht wissen, ist, dass bestimmte bayerische Regionalgruppen Bierdeckel hergestellt haben. Und die sind dann bundesweit irgendwie bei uns verteilt worden. Und da steht drauf, die Klimakrise macht das Bier teurer. Und bei manchen ist noch hier so eine Website drunten, wo man dann das Ganze googeln kann und wirklich schauen kann, dass die Klimakrise wirklich das Bier teurer macht. Ich finde die witzig und sie erinnern mich halt an diese ganzen Zeiten, wo wir irgendwie rumgealbert haben und geschaut haben, hey, was können wir noch machen, außer Plakaten und Stickern, das kennen die Leute schon. Und ich fand die Vorstellung immer super witzig, dass irgendwelche konservativen CSUler in einem Bierzelt sitzen und dann plötzlich so ein Ding vor sich haben. Die meisten meiner Generation sind mit der Klimakrise aufgewachsen. Wir sind da reingeboren. Wir haben diese Thematik seit unserer Kindheit in den Nachrichten verfolgt. Gletscher, die schmelzen, Menschen, die fliehen müssen, Hochwasser, Tornados, Stürme etc. Und für mich sah dieses Thema mal viel zu überwältigend, viel zu krass aus, als ich da als kleines Mädchen irgendwas dran ändern könnte. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Augen verschlossen und habe gesagt, oh Gott, nein, da kann ich ja sowieso nichts dran ändern. Ich beschäftige mich hier mit anderen Themen. Und dann hat eine Freundin von mir angefangen, Zero Waste zu leben. Also sie hat versucht, möglichst auf Verpackungen zu verzichten. Und das fand ich total inspirierend. Und dann habe ich damit auch angefangen. Und dann habe ich gedacht, krass, die Klimakrise ist so ein unglaublich multidimensionales, soziales Problem. Und ich versuche hier gerade mit ein bisschen Plastik, mich besser zu fühlen. Aber wenn die Badewanne überläuft, dann holt man nicht den Wischmopp, man dreht erstmal den Hahn zu. Und es bedeutet, dass wir nicht unser eigenes Konsumverhalten die ganze Zeit kritisieren und regulieren können, weil viele Menschen können es nicht, haben nicht die finanziellen Ressourcen, haben nicht die Mittel, haben keinen Unverpacktladen bei sich in der Nähe, haben nicht das Geld dazu, sondern wir müssen systematisch anfangen. Wir müssen die Firmen, die Konzerne einschränken in dem, was sie tun. Und das geht nur durch den Bundestag, durch was man legislative Maßnahmen nennt, durch Gesetze. Und dann hat sich Greta auf die Straße gesetzt, vor das Parlament, und ich dachte, krass, von einer Person sind wir plötzlich ganz, ganz viele und wir können was verändern. Und auch ich habe einen Einfluss darauf, was in der Politik passiert, obwohl ich noch nicht wählen kann. Ich kann was verändern mit Protest. Und dann habe ich mich engagiert. Meine absolute Lieblingsdemo war eine, die haben wir vor den letzten Sommerferien gemacht. Also nicht vor diesen Corona-Sommerferien, sondern die Sommerferien 2019. Und da haben wir an alle Politikerinnen, die im Bundestag sitzen, blaue Briefe verschickt. Die habe ich mitdesignt. Und diese blauen Briefe kennen die meisten Kinder ja aus der Schule. Wenn Mensch versetzungsgefährdet ist, dann bekommt Mensch so ein Ding und da steht dann drin, ja, Clara Meier ist versetzungsgefährdet wegen Pünktchen, Pünktchen. Und wir haben halt an Politikerinnen die geschickt und da stand halt drin, dass sie wegen Versagensnoten im Klimaschutz versetzungsgefährdet sind und sich zu einem Beratungsgespräch mit uns einfinden müssen, dass ein Kind bitte für sie unterschreiben soll und dass sie dann zu uns kommen sollen. Und als kein einziger Politiker aufgetaucht ist, haben wir daraufhin zu 2000 den Bundestag umzingelt und mit dem Slogan, wir lassen euch nachsitzen, bis ihr eure Hausaufgaben gemacht habt. Und währenddessen haben Politikerinnen im Bundestag über Klimathemen diskutiert. In meiner idealen Gesellschaft sind wir frei von Machtstrukturen, die zur Ausbeutung führen. Weil Ausbeutung führt zu Klimaschäden. Und wenn wir die Klimakrise bekämpfen wollen, müssen wir das Ganze in einer Weise tun, wie wir die Machtverhältnisse, die wir haben auf der Welt, verringern und im Endeffekt abschaffen. Die Klimakrise existiert zu über 70% wegen den 100 größten Konzernen. Es ist wichtig,
das in Erinnerung zu behalten, weil diese Konzerne tun alles, um uns zu suggerieren, dass die Klimakrise unsere eigene Schuld wäre. Und sie schieben diese große Last, diese Verantwortung der Klimakrise von ihnen auf unsere Schultern. Das heißt, das Wichtigste, was wir machen können, ist dagegen vorgehen. Wir müssen sehen, dass Firmen daran schuld sind und wir müssen sehen, dass wir das nur bekämpfen können, wenn wir alle gemeinsam politisch aktiv werden. Und das heißt nicht nur an der Wahlurne.